Fendt-Schmalspurtraktoren und Spezialtraktoren sind im Wein-, Obst- und Hopfenbau seit Jahrzehnten bestens vertreten. Dennoch war es nicht einfach, den ECO-Vorstand zu überzeugen, dass das Vario-Getriebe auch viel Sinn macht für den Schmalspurschlepper. Christoph, was waren die größten Herausforderungen bei der Entwicklung dieses Schmalspurschleppers mit Vario? Wie Sie schon sehen, die Schmalspurschlepper sind sehr kompakte Fahrzeuge und diese moderne Technologie auf derart engen Bauraum unterzubringen. Und wir wollten es besser machen als alle anderen. Wir wollten ein komplett neues Feature installieren. Das heißt, wir nannten ihn Flat Floor. Schmalspurschlepper bis dahin hatten immer einen Getriebetunnel, der ca. 15 bis 25 cm hoch war. Und jedes Mal, wenn Sie einsteigen wollten, mussten Sie über den Tunnel darüber steigen. Das war sehr umständlich und nicht für jeden besonders bequem. Sie mussten sportlich sein. Und wir hatten es geschafft, hier eine Lösung zu kreieren, dass Sie einen komplett ebenen Boden hatten, der Sie beim Einsteigen das deutlich vereinfacht. Und zusätzlich während der Fahrt konnten Sie die Füße an jeder beliebigen Stelle abstellen. Das war vorher nicht möglich. Und wie ging es denn weiter mit der Entwicklung Vario-Getriebe und das gesamte Fahrzeug, Großtechnologie in den ganz schmalen Schmalspurschlepper reinzubekommen? Eine tolle Aufgabe für einen Ingenieur. Auf jeden Fall. Unser nächstes Ziel war, dass unter den schwierigen Bedingungen, in denen die Winzer unterwegs sind, mit bis zu 30 Grad Steigung, das entspricht in etwa 50%, ist das sehr kompliziert zu fahren und Sie müssen immer darauf achten, dass der Traktor Traktion hat. Und das ist mit einem Vario-Getriebe viel einfacher möglich und vor allem, Sie können mit unserem neuen Vario-Getriebe jederzeit stoppen und wieder anfahren, ohne dass der Kraftschluss jeweils ausgesetzt wird. Viel mehr Sicherheit dann auf dem Feld im Weinberg. Ja, auf jeden Fall. Mit einem klassischen Schaltgetriebe haben Sie immer Momente, wo Sie die Kupplung trappen, wo Sie dann mit Kupplung, Bremse, Gaspedal und so weiter arbeiten müssen. Hier können Sie komplett entspannt fahren. Sie trappen nur das Gaspedal, das Fahrzeug beschleunigt, verzögert oder bleibt stehen, ohne dass Sie eine weitere Aktion machen müssen. Und das konnten die Kunden auch sofort merken und das spüren, dass das ganz eine neue Dimension ist? Ja, die Rückmeldung kam sofort. Die Kunden sagten, nun können sie sich auf ihre Arbeit, auf ihre Anbaugeräte konzentrieren und müssen sich nicht mehr um das Fahren an sich kümmern. Das war ein großer Fortschritt und dadurch konnten sie auch viel höhere Produktivität erreichen. Sie konnten 2 Geräte, 3 Geräte in einem Durchgang fahren, weil sie sich eben nicht mehr auf das eigentliche Fahren konzentrieren mussten, sondern nur noch um die Geräte kümmern mussten. Jetzt haben wir das Vario-Getriebe und jetzt haben wir die neue Kabine mit ebenem Boden. Was war sonst noch herausfordernd jetzt bei der Entwicklung dieses neuen Schmalspurschleppers? Ja. Wir wollten auch ein neues Bedienkonzept einführen, ähnlich wie man es von den Großtraktoren kannte. Das war auch der Wunsch unserer Kunden im Weinbau. Sie wollten ebenfalls so komfortabel bedienen können. Und das heißt, wir haben die ganze Bedienung und auf die rechte Seite, auf die Armlehne gelegt. Von Hydraulik, Fahrantrieb, Kraftheber, sonstige Bedienungen, alles auf der rechten Seite. Und das bei einer Kabinenaußenbreite von 1 Meter. Da bleibt für die Bedienkonsole nur sehr wenig Platz übrig. Also eine Meisterleistung. Im Jahr 2009 quasi serienreif. Ja. Und dann gab es nach der internationalen ersten Pressevorstellung im Anfang Februar gab es den ersten öffentlichen Auftritt auf der SIMA 2009 in Paris, Ende Februar. Wie waren dort die ersten Rückmeldungen? Sehr, sehr positive Rückmeldungen. Ich traf dort auch persönlich Kunden aus Italien, die extra nach Frankreich gereist waren, um den ersten Vario-Schlepper sich zu sichern. Die wollten unbedingt den Vario-Schlepper mit der Fahrgestell-Nummer 1 haben. Interessant, aber auf jeden Fall deutlich positive Rückmeldung und die Sicherheit, dass wir richtig auf dem richtigen Weg sind. Das ging ja dann auch weiter mit der Intervitis im Jahr 2010. Ein Riesenauftritt
von Fendt. Nie zuvor war die Fläche so groß und natürlich auch mit der neuen Technologie. Wie war es dort auf dieser Messe? Die Intuvitis ist immer eine Spezialmesse und für mich immer sehr interessant, weil man dort die ganze Bandbreite des Weinbaus sehen konnte und auch erlebt hatte. Und hier war auch eine extrem positive Resonanz. Viele Kunden kamen, beäugten etwas vorsichtig, aber dann kamen Kunden, die bereits einen Vario hatten. Es war keine Überzeugung mehr notwendig, nur die Aussagen bestehender Kunden überzeugten auch viele neue Kunden. Die Fendt-Mannschaft in Südtirol, Fendt Italiana um Hans Ecker damals, hat sich ganz was Besonderes einfallen lassen. Christoph, was war das? Eine Spezialedition des Barolos, genannt Variolo. Unglaublicher Name, toller Name für die Markteinführung und garantiert ein guter Tropfen, der dir demnächst mal schmecken wird. Mit Sicherheit. Zu diesem Zeitpunkt wollten diesen Tropfen ganz viele haben und es war ein regelrechter Hype um diese Flasche entstanden. Insgesamt eine neue Erfolgsstory vom Vario-Schlepper, auch beim Schmalspurschlepper. Wunderbar, vielen Dank, Christoph. Danke auch.